Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation Manager in. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Open Innovation. Neue Trends oder Technologien führen zunächst zu einer Situation unvollständigen Wissens für Unternehmen. Zum einen sind die damit einhergehenden Auswirkungen, die Einsatzmöglichkeiten und das mit ihnen verbundene Marktpotenzial noch nicht vollständig bekannt. Zum anderen ist auch nicht klar, ob sie sich langfristig durchsetzen und welche Entwicklung dauerhaft zu erfolgreichen Produkten und Leistungen am Markt werden. Um diese potenziellen Marktchancen zu nutzen, haben zahlreiche Unternehmen lange Zeit ein geschlossenes Innovationsmodell angewandt. Ideen entstehen hierbei in Unternehmen, werden in diesen Grenzen zu Produkten oder Leistungen entwickelt und anschließend auf den Markt gebracht, wo Kunden über den Erfolg entscheiden. Dieser Closed Innovation genannte Ansatz geht unter anderem davon aus, dass relevante Expertise zur Beurteilung von Marktchancen sowie zur Erforschung und Entwicklung von innovativen Produkten und Leistungen in ausreichendem Maße innerhalb des eigenen Unternehmens vorhanden sind und der Innovationsprozess auch innerhalb dieser Grenzen umgesetzt werden kann. In diesem Modell wird kein externes Wissen eingebunden, allerdings verlässt auch kein Wissen das System. Bestätigt sich die Annahme zur unternehmenseigenen Expertise in Bezug auf Marktchancen und Forschung und Entwicklungsfähigkeiten, so bringt das Unternehmen erfolgreich neue Produkte und Leistungen auf den Markt und finanziert damit weitere Forschung und Entwicklung. Dieses binnenorientierte Innovationsmodell funktioniert weiterhin gut in Branchen, in denen der Schutz von geistigem Eigentum, dem Intellectual Property oder kurz IP, bzw. rechtliche Rahmenbedingungen sehr strikt geregelt sind, kaum Startups gegründet werden und wenig Risikokapital investiert wird. Unternehmen müssen hier wenig Sorge haben, dass ihre Forschung und Entwicklungsergebnisse in den Händen rivalisierender Marktakteure landen. In zahlreichen Branchen wird dieses Prinzip allerdings nicht mehr in diesem Maße funktionieren. Gründe hierfür sind unter anderem die steigende Anzahl verfügbarer qualifizierter Fachkräfte, ein steigendes Volumen von investiertem Risikokapital und damit verbundenen Start-up-Gründungen oder auch der erhöhte F&E-Output von Hochschulen und Forschungsinstituten. Dies führt dazu, dass zum Beispiel neu entwickelte Technologien von immer mehr AkteurInnen adaptiert und genutzt werden können. Hieraus resultieren zudem auch die zunehmenden Fähigkeiten anderer MarktakteurInnen, wie beispielsweise Zuliefererunternehmen, die mit ihrer eigenen Forschung und Entwicklungsarbeit die Fähigkeiten des eigenen Unternehmens in einzelnen Bereichen übertreffen. Und die alleinige Entwicklung kann so in Frage gestellt werden. Aus dieser Entwicklung entstehen neue, unternehmensexterne Quellen für F&E-Erkenntnisse, die den Unternehmen potenziell nutzen können. Zudem entsteht eine neue Wissenslandschaft, in der Wissen aus unterschiedlichen Quellen kommen kann. Zum Beispiel von Kunden, von Lieferanten, Hochschulen, Laboren, BeraterInnen oder Start-up-Unternehmen. Unternehmen müssen in dieser Konstellation Fähigkeiten und Strukturen entwickeln, um diese externen Quellen zu nutzen. Sonst droht das Wissen und damit Marktanteile an andere AkteurInnen verloren geht. Die aktuellen Zeiten sind geprägt von intensivem technologischen Wandel, immer kürzer werdenden Innovationszyklen, zunehmenden Anforderungen im Bereich von Umwelt- und Klimaschutz sowie einem merklichen demografischen Wandel, um nur einige Entwicklungen und Herausforderungen zu nennen. Wir erleben zudem sich schnell verändernde Anforderungen sowohl von Seiten der Kundschaft als auch aus intensiverem Wettbewerb. Unternehmen agieren also in einer Situation permanenter Veränderung und in einem auf umfangreichen Informationen basierenden wirtschaftlichen Handeln. Sie können sich dabei immer seltener nur auf ihr eigenes kreatives Potenzial verlassen, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und diese auch erfolgreich zu vermarkten. Sie sind vielmehr angewiesen auf Wissen, Technologie und Ideen von außerhalb der Unternehmensgrenzen. Infolgedessen muss das traditionelle, nach innen ausgerichtete Modell zur Entwicklung von Innovationen umfassend erweitert werden. Es braucht vielmehr einen neuen, geöffneten Innovationsprozess, der die Vernetzung und Kooperation mit der Unternehmensumwelt fördert und somit die Innovationskraft stärkt. Auf Grundlage dieser Überlegung ist das Prinzip der Open Innovation entstanden. Unternehmen erkennen hierbei, dass es auch außerhalb der eigenen Organisation qualifizierte Personen und geeignete Quellen für Technologie, Wissen, Forschungsergebnisse oder sonstige relevante Informationen gibt und binden diese in die eigene Innovationsentwicklung ein. Unternehmen stehen dabei vor der Herausforderung, einen Mechanismus zu entwickeln, um externe Wissensquellen wie Forschungseinrichtungen oder Start-ups in dem Umfeld zu identifizieren, sich mit geeigneten Partnern zu vernetzen, sie in ihren Innovationsprozess einzubinden und für sich nutzbar zu machen. Zur Nutzbarmachung des selbstgenerierten Wissens oder selbstentwickelter Technologien, wie zum Beispiel Patente,
Bauen Sie zudem neue Absatzwege und strategische Partnerschaften außerhalb Ihres bisherigen Marktes auf und lassen damit auch vermehrt Wissensflüsse aus dem Unternehmen zu. Das Open Innovation Prinzip umfasst dabei sowohl Prozesse, die in das Unternehmen verlaufen, als auch Prozesse mit Verlauf aus dem Unternehmen heraus. Und als drittes partnerschaftliche Prozesse mit anderen Akteuren, um gemeinschaftliche Entwicklungsprojekte voranzutreiben. In der Wirtschaft wird dieses Prinzip, das auf den US-amerikanischen Wissenschaftler Henry W. Chesbrough zurückgeht, heute bereits von zahlreichen Unternehmen erfolgreich angewandt, um bestmögliche Ergebnisse für verschiedene wirtschaftliche Herausforderungen oder Problemstellungen zu erreichen. Zu den Chancen von Open Innovation gehört also, dass Unternehmen in ihrem Unternehmensumfeld neue Quellen für Technologie, Wissen und Forschungsergebnisse oder gemeinsame Entwicklung erschließen. Sie müssen damit die Expertise, die erforderlich ist, um mit neuen Technologien oder gesellschaftlichen Entwicklungen mitzuhalten, nicht mehr zwangsläufig im Unternehmen vorhalten. Damit werden sie schneller und innovativer. Zu den Herausforderungen gehört sicherlich, dass die Unternehmen zunächst einmal Strukturen aufbauen müssen, um überhaupt Wissensflüsse aus dem Unternehmen oder in das Unternehmen zu ermöglichen. Dazu gehört, dass jedes Unternehmen für sich die passenden AkteurInnen im Unternehmensumfeld identifizieren muss. Damit verbunden sind aber auch Herausforderungen im Bereich der Führung, der Unternehmenskultur und des Vertrauens. Schließlich wird das Unternehmen nach außen geöffnet. Auch kann es sein, dass bisherige MitarbeiterInnen dem Konzept skeptisch gegenüberstehen, denn sie sind nicht mehr die einzigen Wissens- und Erfahrungsträger wie bisher. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Einführung Open Innovation dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation Managerin an.